Habt ihr euch auch mal gefragt, was mit der Spedition Rikö eigentlich passiert ist? Für die Leute, die die Spedition nicht kennen, dürfte dieses Video auch sehr interessant sein, denn es ist die größte Spedition, die wir in Deutschland jemals hatten, und sie war von einem Tag auf den anderen insolvent. Hunderte von Fahrern saßen teilweise im Ausland fest, wussten nicht, wie sie nach Hause kommen sollten, die Kreditkarten waren gesperrt. Der Insolventverwalter, der sich der Ganze annehmen musste, stand auf einmal vor einem Scherbenhaufen, denn aus 2000 bestehenden Fahrzeugen waren nur noch letztendlich 2 laut Zeitungsberichten vorhanden. Und es gab ein Riesenchaos und der Geschäftsführer musste zweimal ins Gefängnis. Für euch habe ich recherchiert und ich musste dafür in die polnischen Webseiten, Augenzeugenberichten, Interviews aus Polen, denn wir sprechen hier aus einer Zeit von 2009 und es war gar nicht mehr so einfach. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen nach oben da und wir tauchen ein in die Rikö-Story. Warum ist Rikö eigentlich insolvent gegangen? Nicht nur flottentechnisch war Rikö den anderen Speditionen voraus, sondern auch technologisch. Einer der seltenen Reportagenaufnahmen vom MDR zeigen, wie technologisch, wir müssen uns daran erinnern, das ist schon über 20 Jahre her, Rikö vor anderen Speditionen voraus war. In einer der seltenen Aufnahmen, die wir einmal hier sehen, die Spedition bei ihrer täglichen Arbeit, gab es auch ein Bewerbungs- bzw. Einstellungsgespräch. In dieser Bewerbungs- bzw. Einstellungsphase erklärt der Mitarbeiter von Rikö, dass die Fahrzeuge zur damaligen Zeit, erinnert euch immer dran bitte, schon über Satellitenüberwachung verfügen. Und das hatten wenige Speditionen damals. Das heißt, der Kunde konnte auch wissen, wann kommt der LKW an, wo ist gerade meine Ware, so wie auch die Firma Rikö wusste, wo ihre LKWs sind. Gespräche mit neuen Fahrern durch. Die boomende Branche sucht händeringend nach gutem, qualifiziertem Personal. Sie sind das Auge und Ohr des Disponenten auf der Straße. Wir können diese Fahrzeuge orten. Der Kunde, der braucht nur noch über der Spedition anzurufen, fragt, Mensch, wo ist mein Auto mit der Ladung? Der Disponent drückt 3 Knöpfe, das Fahrzeug ist auf seinem Computer und kann sagen, der ist 3 Kilometer vor dir, der müsste in 10 Minuten bei dir sein. Willst du da Probleme sehen? Kann der Disponent anhand der Nachrichten dann sehen, Mensch, der steht im Stau, der macht sonstige Sachen. Ganz wichtig. Auf der anderen Seite können wir die Fahrzeuge natürlich auch orten, um Leerkilometer, Umwegkilometer zu verhindern und zu vermeiden. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, ich bin selber 10 Jahre Kraftfahrer gewesen, dass der Beruf nicht ganz einfach ist. Aber nichtsdestotrotz können wir unnötige Leerkilometer, Heimfahrt-Leerkilometer nicht dulden und auch nicht akzeptieren. Das kann keine Spedition mehr heutzutage. Nach außen hin und auch für die Fahrer wirkte die Spedition einfach unantastbar. Sie hatten LKWs, sie waren getuned, sie waren ein Hingucker, sie hatten auch seltene Scania Longliner, ich blende die gleich mal ein. Und eigentlich schien die Welt vollkommen in Ordnung. Die Firma machte einen gesunden Eindruck, die Löhne wurden pünktlich bezahlt, die LKWs machten was her, die Firma wurde immer größer und größer und größer. Und auch hier in der Reportage sieht man, technologisch gesehen ist das die Vorzeigefirma überhaupt. Doch dann, 2008, merkwürdige Anweisungen an die LKW-Fahrer. Rikö wuchs ganz schnell zu einer der renommiertesten und größten Speditionen in Deutschland. Aber genauso schnell, wie sie da waren, ging es dann auch bergab. Und das war für Deutschland, für die Szene im Nutzfahrzeugbereich wirklich krass. Ich kenne keinen LKW-Fahrer, der in der damaligen Zeit nicht über was anderes gesprochen hat, als über die Vorwürfe von Rikö. Was ist denn eigentlich genau passiert? Im Fahrerkreisen Hörensagen hörte man, dass es dann irgendwann irgendwelche Fahrzeuge vorhanden sein sollten, die nicht da waren. Auch Verkäufe von LKWs, die gar nicht in der Firmenmasse waren. All sowas hat die Gerüchteküche nach oben gespült. Aber was ist genau passiert? Ich habe für euch ein bisschen recherchiert. Es gibt nur wenige Zeitungsberichte, die die ganze Situation beschreiben. In Deutschland so gut wie keine mehr. Aber ich habe mich durch die polnischen Webseiten durchgearbeitet und habe dann noch einige Augenzeugenberichte gefunden, die polnischen Kollegen beschrieben haben, wie das Ganze abgelaufen sein muss. 2008 gab es wohl an einige Fahrer in Polen als auch in Deutschland die Anweisung, die LKWs sofort mit den Firmentankkarten zu tanken, wenn nötig auch mit privaten Mitteln.
Einige sollten die Kunden noch beliefern, andere hatten die Anweisung, sofort zum Firmenstandpunkt zurückzufahren. Bei einigen Lkw-Fahrern scheiterte es aber daran, den Lkw zu tanken, weil die Firmenkreditkarten bereits gesperrt waren. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es wohl schon einen Insolvenzverwalter, beziehungsweise die Geschäftsführung hatte schon ein Insolvenzverfahren eröffnet, hat aber der Belegschaft und den Fahrern darüber keine Kenntnis gesetzt, sodass auf einmal Lkw-Fahrer in ganz Europa überall strandeten, an Straßen Kolonnen von Ricoh-Lkw standen, die entweder leer waren, nicht weiterfahren konnten, keine Anweisungen erhalten haben und so weiter und so fort. Ein heilloses Chaos in ganz Europa bei der Firma Ricoh. Niemand wusste mehr, was man machen soll. Damit ihr begreift, was da für ein Chaos herrschte, seht ihr an diesem Zeitungsartikel. Die Straßenbehörde prangerte hier an, dass die Ricoh-Auflieger, die überall in der Wildnis abgestellt wurden oder an Fahrbahnrändern, verschwinden sollten, weil sie für ein Verkehrschaos sorgten. Einige Fahrer von Ricoh haben das Ganze durchgezogen bis zuletzt und sind dann auf dem Firmenhof zurückgekommen. Und ihr müsst euch dieses Ausmaß mal vorstellen. Da kommen in die Filialen oder in die Zweigniederlassungen teilweise hunderte von LKWs zurück. Und jetzt versetzt euch in die Lage, ihr kommt auf den Firmenhof zurück und wisst nicht warum, ihr könnt die Dispo nicht erreichen. Ihr habt keinen Ansprechpartner mehr. Ihr habt nur die Anweisung, sofort auf den Firmenhof zurückzufahren. Natürlich gibt es den Buschfunk, also Fahrer haben sich wahrscheinlich untereinander unterhalten und haben gesagt, irgendwas ist mit unserer Firma, anscheinend sind wir pleite oder sowas. Dann sind die alle zurückgekommen, die polnischen Fahrer in Polen, die deutschen Fahrer nach Schobsdorf oder nach Osterode und standen dann da und es ging nichts mehr. Sie hatten keinen Ansprechpartner mehr und irgendwann drohten dann massive Entlassungen. Ich habe stundenlang gesucht und bin in Polen fündig geworden. Es gibt tatsächlich seltene Filmaufnahmen, die in Polen zeigen, wie dramatisch die Situation war. (21.08.2009) Millionenbetrug um Spedition Ricoh vor Gericht. Der Millionenbetrug um die insolvente Großspedition Ricoh beschäftigt vom kommenden Mittwoch an das Göttinger Landgericht. Hauptangeklagter ist der frühere Geschäftsführer, wie das Gericht am heutigen Freitag mitteilte. Der 45-Jährige soll in großem Stil gebrauchte Lastwagen manipuliert und als Neufahrzeuge an Leasingfirmen verkauft haben. Mitangeklagt sind 2 Sachverständige der DEKRA Magdeburg und der Fuhrparkleiter der Spedition. Sie sollen dem Ex-Geschäftsführer des Unternehmens aus Osterode am Harz bei den Betrügereien geholfen haben. Das niedersächsische Landeskriminalamt hatte den Schaden auf insgesamt etwa 300 Millionen Euro geschätzt. Der Ex-Speditionschef sitzt seit März 2009 in Untersuchungshaft. So, damit wir das Ganze verstehen, was wurde ihm vorgeworfen? Also, er soll die Fahrzeugidentifikationsnummern und die Typenschilder abgemacht haben und durch andere Kennzeichnungen ersetzt. Die mitangeklagten DEKRA-Sachverständigen sollen falsche Gutachten über die angeblich neuen Lastwagen erstellt haben und neue Fahrzeugpapiere beschafft haben. Laut Anklage wurden die Lastwagen als Neufahrzeuge an Leasingfirmen verkauft und gegen niedrige Ratenzahlung zurückgeleast. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte die Spedition in Osterode und Schobsdorf, das ist in Sachsen-Anhalt, zusammen rund 1000 und in Polen 2000 Mitarbeiter. Ein Insolvenzverwalter übernahm die Geschäfte und schaute sich die Firmenmasse an und wollte eigentlich den Betrieb noch retten. Die finanziell angeschlagene Spedition Ricoh entlässt fast 400 Beschäftigte.
Die einzige Alternative zu den Kündigungen wäre gewesen, den Betrieb vollständig zu schließen, teilte der Insolvenzverwalter Thorsten Gutmann am Wochenende in Lehrte bei Hannover mit. Das war vom 21.03.2008. Laut einem weiteren Artikel hatte der Insolvenzverwalter folgendes Problem. Er musste jetzt Verkäufe tätigen, um die Millionen an Schulden, die Ricoh angehäuft hatte, zu begleichen. Das Problem war, dass die meisten Fahrzeuge, die Ricoh in seinem Bestand hatte, alles Leasingfahrzeuge waren. Auch Firmengebäude waren nur geleast. Das heißt, keine eigenen Firmenwerte waren vorhanden, die man hätte veräußern können, um die Schulden abzubezahlen. Dementsprechend konnte der Insolvenzverwalter schlussendlich die Firma nicht mehr retten. Um das Ganze abzukürzen, der Ex-Ricoh-Geschäftsführer stand ja bereits 2009 vor Gericht. Er wurde damals wegen Steuerbetrugs zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Dabei habe es sich um Scheingeschäfte gehandelt, für die keine Vorsteuern abgezogen werden durften. Der Chef des Unternehmens hatte illegale Tricks verwendet, um Zahlungen von Steuern in Höhe von 17,2 Millionen Euro zu vermeiden. Er hatte auch gestanden, Leasinggesellschaften um einen Betrag von rund 400.000 Euro geschädigt zu haben. Ja, für 2 Jahre und 2 Monate musste er dann erneut ins Gefängnis, auch wieder wegen Steuerhinterziehung. Hat euch diese interessante Story gefallen? Ich habe wirklich sehr viel recherchieren müssen, gerade auf polnischen Webseiten, in polnischen Archiven, um noch ein bisschen was rauszufinden über die Firma Ricoh. Das ist nämlich sehr, sehr lange her. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr schreibt einen netten Kommentar und einen Daumen hoch. Irrtümer vorbehalten. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwo was Falsches gelesen habe, also dass quasi ein Bericht in irgendwelchen Foren etc. falsch war. Das bitte nachsehen. Ihr könnt ja in den Kommentaren die ein oder andere Berichtigung schreiben, aber die Grundstory müsste so stimmen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, oder ihr schreibt mir in die Kommentare, bitte noch eine Story über eine andere Firma. Gerne auch Firmenvorschläge. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Kai, macht's gut und tschüss mit der Ricoh-Story.